Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber ich glaube, das ist das beste Wechselkopfsystem, was aktuell auf dem Markt ist. Und das müssen wir uns unbedingt anschauen. Und vielleicht ist das sogar der beste Akkuschrauber, den es aktuell in Deutschland auf dem Markt gibt. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin der Ralf von Dewald. Und das müssen wir uns unbedingt anschauen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich glaube, das hier ist ein echter Brecher. Normalerweise würde ich jetzt gerne überrascht tun. Ja, so, ich habe es noch nie vorher gesehen für euch. Und so, oh, guck mal, was ist denn hier los? Aber ich habe es mir ja vorher schon angeguckt. Und das ist der pure Wahnsinn, muss man wirklich sagen, weil da habt ihr richtig was hingelegt, oder? Ja, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und mal geschaut, was der Markt so zeigt. Und haben gedacht, wie kann man das ein bisschen verfeinern? Und sind dann auf dieses System gekommen, was du gerade vorstellst. Weil erstmal für euch, was haben wir hier eigentlich? Das ist, ich sage mal, erstmal ein normaler Akkuschrauber, aber ich habe hier die Möglichkeit, Wechselköpfe aufzusetzen. Und das ist auch nichts Neues, aber, also das ist nicht allgemein im Markt nichts Neues. Bei euch schon, weil im 18-Volt-Segment hattet ihr das noch nicht, richtig? Absolut. Im 18-Volt-Bereich fehlt uns das. Und wir haben halt geguckt, was könnten wir noch bringen in unserer 18 Volt Akku-Bohrschrauber-Range und sind dann zu dem Entschluss gekommen, genau dieses Produkt aufzulegen. Denn es ist so, dass wenn der einfach so hier steht, denkst du so, ja, und ich habe den jetzt zuerst auch genau so gesehen, auch mit diesem Aufsatz und ja, ist halt wieder mal ein Wechselkopf. Dann nimmst du das ab und denkst dir, Alter, was ist hier los? Was habt ihr hier verbrochen? Ja? Also das ist das Ding hier, nämlich hier ist einiges anders. Normalerweise, gerade diese Aufnahmen haben ja immer eher so einen hakeligen Charakter oder häufig einen hakeligen Charakter. Wenn man sich den gesamten Markt anguckt, kann das fast keiner wirklich gut. Und das Wichtigste für mich ist erstmal, dass es einfach ohne Hakeln, ohne alles rangeht. Und wenn wir uns jetzt hier unterhalten, kann das einfach aufsetzen, ich muss da nicht hingucken, kann das hinterm Rücken machen, kann das einfach wieder hier dran tun. Das ist wirklich genial, ohne dass es hier rumhakelt, macht und tut. Und das ist echt was Besonderes. Und ihr habt ja sogar meinen Wunsch erfüllt, ohne dass ich ihn ausgesprochen habe. Denn das hier ist ja im Grunde der Bruder dazu. Und das ist der für mich legendäre DCD 800. Also für mich ist das eine Legende. Im Vorgespräch habe ich es dir auch gesagt, aus meiner Sicht ist das der beste Akkuschrauber von Dewald. Natürlich habt ihr dieses Riesenmonster, der hat glaube ich 150, 170 Newtonmeter. Ja, aber wie oft brauchst du den schon? Ja, bin ich voll bei dir. Ich finde, das ist ein Gerät, was ein super Allrounder ist. Der passt zu jeder Gelegenheit und ist ein Kraftpaket. Genau das, was du gesagt hast. Ich bin der Meinung, das ist, wie du auch gesagt hast, der beste Schrauber in unserer Range. Und das sage ich nicht, weil der Ralf hier steht und weil es hier gelb ist und weil wir heute zusammen ein Video machen, sondern ihr könnt auch bei Helden der Werkstatt euch anschauen. Ich benutze ihn wirklich gerne. Das Geniale an dem Akkuschrauber ist, der hat einen relativ geringen Griffumfang, ist aber sehr schön gummiert, wiegt nicht viel, hat aber richtig Bums. Also er hat ordentlich Kraft und wird aber dann doch nicht kopflastig oder zu groß und so weiter. Ich benutze ihn auch super gern mit dem kleinen Akku, weil er dadurch so ein ganz kleiner, kompakter Schrauber ist, der aber richtig viel kann. Ja? Also das ist ein geniales Teil. Ja? Wenn ihr euch das anschaut, das ist wirklich auch ein sehr, sehr kleiner und auch leichter Schrauber. Wenn man in der Hand hat, merkt man schon, aber der kann was. Der findet auch einen schönen Anlauf. Ja? Das geht nicht zu schnell, nicht zu langsam. Der Knopf ist schön umzuschalten. Der hat eine schöne, auch das hier finde ich, manchmal ist das zu hakelig beziehungsweise auch zu stramm oder wieder zu weich. Auch das hier ist richtig schön, ist hier genauso umgesetzt. Das heißt also, ihr habt euch das richtige Gerät aus meiner Sicht als Vorlage genommen. Ja, als Basis genommen. Genau, das haben wir auch genauso umgesetzt. Also wir haben geschaut, das als Basis, wie kann das mit da reinpassen und haben, wie du gesagt hast, den Motor und das Ganze drumherum 1:1 mit rübergenommen und haben halt vorne den Kopf dann verändert. So, jetzt gucken wir uns mal den Kopf hier an. Wir haben hier erstmal einen massiven Metallkörper, der hier so eine kleine Einkerbung hat. Und hier rastet das Ganze ein. Ja. Und wenn wir uns das hier vor allem hier von innen anschauen, dann ist das mal eine ganz andere auch Logik. Ja? Wir haben hier so 3 Bügel, die das hier festhalten erstmal grundsätzlich. Und dann haben wir hier drumherum einige, wie würde man das nennen? Ja, ich sage immer Vierkantaufnahmen. Das sind in Summe 9 Vierkantaufnahmen, wie du gerade gesagt hast, da wir 3 Bügel haben, 3 pro Bügel, so kann man sich das gut vorstellen. Ja. Und die rasten dann ein, sobald du es aufsetzt. Das Gute daran ist, dass du das mit einer Hand machen kannst. Du kannst es wirklich, hast du ja gerade auch schon selber ausprobiert, aufsetzen und kannst das schön einfach aufsetzen. Ja, aber wir machen das live, ihr seht das hier. Das müssen wir mal hinkriegen hier.
Ja, ich muss es gerade machen. Ja. Das macht auch total Sinn. Was ich aber schön finde, ist Folgendes. Wir haben ja hier eine Welle, die hier reingreift und die Kraft dann überträgt. Und die ist hier nochmal verjüngt und das macht ganz viel aus. Sie ist aber ein bisschen nach hinten versetzt, sodass ich erstmal hier das hier greife. Ich habe hier das Ganze auch nochmal konisch ausgeführt und dadurch flutscht das so richtig schön zueinander. Also man kann es, selbst wenn ich es hier so schräg ansetze. Ja, es flutscht rein. Es geht es also flutscht wirklich. Immer rein. Es flutscht immer rein. Setzt sich gut auf. Ja. Also es zieht sich fast genial. hinein. Ja, richtig. Und jetzt haben wir hier außen, haben wir jetzt diese ganzen, das Negativ quasi dazu. Ja. Und jetzt ist es ja hier sehr einfach, das einfach einzusetzen. Aber wichtig ist es ja bei solchen Themen hier. Ja? Das heißt, dass wir der muss ja nicht immer nur nach oben eingesetzt werden, sondern der muss ja auch mal zur Seite zeigen. Und gerade da trennt sich ja auf jeden Fall Spreu vom Weizen, weil dann gibt es so Systeme, wo man dann das jetzt dann so, ich weiß nicht so richtig, oder? Du hast kleine Schritte, wie du gerade selber merkst. Du kannst wirklich in kleinen Schritten zur Seite gehen, je nachdem, wie die Anforderung ist, wie weit du rüber möchtest oder nicht. Hast du es sehr einfach. Ja, also es ist wirklich auch sehr simpel, das einzustellen. So, ist das jetzt auch so gedacht, wenn ich jetzt mal diesen Aufsatz mir anschaue, dass ich den hier drauf aufsetze? Ja. Ja, also natürlich kannst du das auch ohne diesen Aufsatz machen, weil du hier eine Innensechskant-Aufnahme hast. Das würde natürlich auch ohne funktionieren, aber logischerweise, wenn ich ein bisschen mehr Sicherheit haben möchte. Wir schauen uns das mal im Standard-Bit an. Wie sieht das eigentlich aus, wenn wir ein Standard-Bit einsetzen? Aber wir fangen mal vorne an. Ja, also ich schätze mal, hier wird eher der Langbit sinnvoller sein, aber auch hier kann man sich das anschauen. Ja, es funktioniert. Ich kann ihn auch wieder rausnehmen. Ja, das funktioniert auch. Das ist ein bisschen magnetisch hinten, logischerweise. Soll ja. Sonst fällt es raus. Genau, der soll ja sitzen. Normal hättest du diesen langen Bit, den du dafür nehmen könntest. Ich kann jetzt natürlich das Ganze auch wieder hier einsetzen. Auch hier könnte ich jetzt hier den Bit einsetzen. Ja, würde auch gehen. Ja. So, einmal nach vorne, zack und rein. Und auch hier sehen wir, hier wäre ein etwas längerer Bit schon von Vorteil. Aber ich kann auch einen langen nehmen, wenn ich keinen Platz habe. Genau. Einen kurzen nehmen, wenn ich keinen Platz habe. Ja. Cool. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit von dem Gerät gesprochen. Wie viel Kraft haben wir denn eigentlich? Ja, wir haben im Maximalfall 73 Newtonmeter an Kraft, den wir nutzen können, um Anwendungen zu machen wie Schrauben. Ich glaube, dafür brauchst du gar nicht diese hohe Kraftaufwendung. Die brauchst du eher, wenn du Löcher bohren möchtest. Und das kannst du mit dem Gerät natürlich auch. Löcher in Holz. Aber bevor wir jetzt groß reden, lass einfach ausprobieren. Und Sebastian, wie war's? Ich finde, er hat sich gut geschlagen. Ja? Also er hat einen wirklich guten Job gemacht. Ihr seht ja hier, wir haben hier amtlich große Schrauben reingeschraubt. Man muss auch wirklich sagen, wenn es größer wird als sowas, sollte man vielleicht eher einen Schlagschrauber nehmen. Hat man ein bisschen mehr Spaß. Oder meinetwegen euer Riesenmonster, eure riesige Akkuschrauber. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, das verlinke ich dir mal hier oben. Der hat ja richtig Wumms, ja? Aber der ist auch richtig schwer. Ja. Ja, also für jeden Tag und für den Alltag wäre mir das eigentlich nichts. Ja, vollkommen richtig. So, aber wir haben hier die beiden Schrauben ohne Probleme reingeschraubt. Ich würde sogar behaupten, wenn die jetzt 1 Meter lang wären, würde ich die immer noch reinschrauben können. Also der hat richtig Kraft. Interessant wird es ja dann wirklich bei sowas hier. Ja? Und auch mit den beiden habt ihr ja gesehen, sind wir reingekommen, haben einen guten Dienst gemacht, erster Gang und richtig schön rein. Und ihr seht also, Kraft hat er, auch mehr als ausreichend. Das kann man auf jeden Fall sagen. Lass uns mal eine Sache anschauen, weil die Frage ist natürlich, jetzt habe ich hier den kleinen Akku drin, mit welchem Akku ist der eigentlich kompatibel? Deswegen haben wir hier eure gesamte Range mal hingestellt. Und ich würde jetzt sagen, wir probieren einfach mal alle aus.
Tja, und auch das passt, wobei das so ein bisschen aussieht wie, ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu? 15 Ampere-Stunden, 54 Volt, Flexvolt hier an der Stelle. Aber das Wichtige ist ja, das funktioniert. Ich glaube, viele wissen das einfach nicht, dass Flexvolt rückwärtskompatibel ist. Das heißt, ich kann die 54 Volt Akkus nehmen und auch in 18 Volt einsetzen, andersrum eben nicht. Das würde auch gar keinen Sinn machen. Ganz genau. Ja, und jetzt haben wir hier zwar einen etwas übertriebenen Akkuschrauber, dafür könnten wir wahrscheinlich davon, ja, ich weiß nicht wie viele, aber sehr, sehr viele Schrauben reinschrauben oder einen ganzen Tag mit Schrauben. Aber das wäre mal ein Testwert. Nein, den mache ich nicht. Den mache ich nicht. Ich glaube, den kriege ich den ganzen Tag nicht leer. Also zumindest nicht mit so einem Akkuschrauber. Das war eher was für? Ja, für stationäre Geschichten, also sprich, du hast eine Kapp- und Gärungssäge, die du auf der Baustelle stehen lassen möchtest, oder eine Tischkreissäge, die wir auch haben, da wird das überall dann eingesetzt, oder ein Trennjäger, der ein 230er Blatt hat, damit du halt dort kraftvoll und effektiv arbeiten kannst, dafür ist der einsatzbereit. Was wäre, also wir haben jetzt gerade gesehen, alle Akkus sind kompatibel. Ja? Das heißt, wir können vom kleinsten Akku, also vom kleinen, von dem hier, den hatten wir vorhin die ganze Zeit auch drauf, bis zum größten Akku könnten wir es benutzen. Was wäre dein präferierter Akku für den Akkuschrauber? Genau der, den du gerade in der Hand hast. Den 1,7 Powerstack Akku, schön klein, kompakt, macht das Gerät handlich, nicht zu schwer, liegt gut, ergonomisch und von daher gesehen, ich bin der Meinung, damit kannst du das Beste schaffen. Alternative dazu wäre der 3,5 Ampere Powerstack Akku. Viel größer würde ich nicht gehen. Ja, ich habe auch ganz bewusst eben beim Schraubentest, beim ersten Test, auch den kleinen Akku drin gelassen, damit ihr seht, es funktioniert. Also der ist auch nicht schwach oder bringt zu wenig Energie. Das Einzige ist halt, er hat nicht so viel gespeicherte Energie. Das heißt, ihr kommt da nicht 500 Schrauben weit, aber dafür könnt ihr so lang wirklich mit einem sehr kompakten, leichten Gerät arbeiten. So, jetzt schauen wir mal nochmal auf die Aufsätze. Welche Aufsätze haben wir und warum haben wir genau diese? Kannst du uns das nochmal ganz kurz mal erklären? Wir haben 4 Winkelaufsätze und das stimmt nicht so ganz, Winkelaufsätze sind es nicht. Wir haben 4 Aufsätze für verschiedene Anwendungen. Unter anderem haben wir diesen Aufsatz, das ist der herkömmliche Aufsatz, wie du es eben schon in dem vorherigen Anwendungsbereich gezeigt hast, mit so einem Forstnerbohrer entsprechend 13 mm Aufnahme einschrauben und schon kann ich damit loslegen. Das wäre eine Anwendung, wo ich genau diesen Aufsatz für benötige. Ich kann natürlich auch mit einem ganz normalen Schrauberbit hier arbeiten und kann dann halt mit dem Schrauberbit auch alle Anwendungen durchführen. Zweite Anwendung, die wir haben können, ist ein Winkelaufsatz. Der Winkelaufsatz hat die Möglichkeit, in verschiedenen Richtungen sich bewegen zu lassen und entsprechend habe ich dann die Möglichkeit, mit diesen Aufsätzen, die weiterhin hier eingeliefert worden sind, entsprechend zu arbeiten und kann alle möglichen Anwendungen von unten, wo ich schwer zugängliche Gegenden habe, ausprobieren und kann dann, das wäre natürlich das Beste, was man machen kann. Aber auch das funktioniert. Wäre jetzt zum Beispiel mit dem großen 15 Ampere Akku nicht mehr möglich gewesen. Ja, komm, also wir müssen einmal müssen wir es ausprobieren. Also wir müssen jetzt uns ausprobieren, den Spaß müssen wir uns auch machen. Ob wir jetzt hier den Akku reinbohren, das sieht jetzt irgendwie schwierig aus. Das sieht schon wirklich verrückt aus und das funktioniert auch nicht. Ja, ich glaube, ich habe unser Vorschaubild gefunden. Okay, aber das ist ganz wichtig. Übrigens, eine Sache, die ich euch nochmal ins Herz legen möchte, ist vielleicht eine Kleinigkeit. Wir kommen auch gleich zu den anderen Aufsätzen, aber wenn wir uns jetzt hier das hier anschauen, dann ist es so, dass wir natürlich wunderbar folgende, jetzt habe ich keinen Akku drin, dass wir folgende Anwendung halt machen können. Wir können mal so als Synonym wir können jetzt Folgendes machen, wir können jetzt irgendwas bohren und können jetzt hier das rausnehmen, können jetzt hier zum Beispiel den Bit drin haben, mal so als Beispiel, dass wir sagen, okay, ich bohre etwas, nehme den ab, packe den drauf, schrauben, bohren, schrauben, bohren, schrauben, mit einem Gerät und muss nicht dauernd das Gerät wechseln oder einspannen, ausspannen. Ja. Genau, ich muss nicht umspannen, das ist eine gute Gelegenheit, um beide Köpfe dann auch zu nutzen. Und wie du es gerade schon ganz gut gezeigt hast, wenn ich mir diesen Kopf anschaue, habe ich halt die Möglichkeit über die Innensechskantaufnahme auch einen Bohrer, einen Fräsbohrer mit einzusetzen. Hatten wir eben auch schon im Video gesehen. Kann natürlich auch kleine Metallbohrer aufsetzen, wenn ich zum Beispiel Metall bohren möchte mit einem Innensechskant. Haben wir von Dewald zum Beispiel auch sehr schöne Gewindebohrer, sehr schöne kleine, damit du in Metall bis 13 mm gut bohren kannst. Und last but not least,
haben wir noch den, ja, ich sage immer Exzenter, aus der Mitte heraus Aufsatz. Warum? Weil ich hier die Möglichkeit habe, wirklich nicht nur vom Bohren her, sondern auch vom Schrauben her, in allen möglichen Eckbereichen, wo ich schwer zugänglich bin normalerweise, wo ich mit dem herkömmlichen Aufsatz nicht hinkomme, kann ich dort mit diesem Exzenter-Aufsatz schön aus der Mitte heraus an die schwierigsten Stellen kommen. Man braucht den von allen Aufsätzen, würde ich sagen, am seltensten. Aber wenn man ihn braucht, dann braucht man ihn. Wer das Ganze nicht so im Kopf hat, das Problem ist, wenn ich jetzt einen Akkuschrauber jetzt nehme und möchte jetzt zum Beispiel jetzt hier unten eine Schraube irgendwo hinbohren, also eine Schraube reinschrauben. Und ich habe jetzt einen normalen Akkuschrauber. Jetzt nehmen wir mal, der so aussieht. Ja? Der würde ja so aussehen. Dann komme ich nicht so richtig in die Ecke rein. Das heißt, ich muss irgendwie schräg da so versuchen, das reinzuwürgen oder das geht halt nicht. Ja. Manchmal nimmt man so eine komische Verlängerung oder versucht das irgendwie da so reinzumachen. Und das ist eben sehr unangenehm. Und das können wir hier, gerade zum Beispiel bei Schränken hat man das sehr häufig. Und jetzt können wir hier wirklich sehr, sehr randnah nach unten schrauben, was wir sonst eben nicht können. Das heißt also, wir haben einen ganz klassischen Winkel hier, das Ganze über Getriebe umgesetzt und können hier drin arbeiten. Ja? Und das auch mit sehr, sehr viel Kraft. Ja. Coole Sache. Und das sind die Aufsätze, die wir hier haben. Zusätzlich bekommt ihr ein Teil, was ich die ganze Zeit so ein bisschen versteckt habe, und zwar das hier. Das heißt, ihr könnt einerseits das mit einem Gürteltipp zum Beispiel euch ja wirklich an einen Gürtel festmachen mit allen Aufsätzen, weil hier können wir alle Aufsätze halt reintun. Ihr könnt das aber auch zum Beispiel euch irgendwo an eine Werkzeugwand randübeln. Da habt ihr schon gleich was dabei, um das immer griffbereit zu haben. Und man sieht halt, wie gut euer System ist, dass selbst hier kann ich das einfach ranklicken, auch wenn das jetzt an der Wand wäre. Vielleicht hält es mal ganz kurz fest. Ja, ich habe es hier an der Wand, dann nehme ich den einfach und dann kann ich einfach wieder reindrücken und das war's. Ja, eine richtig geniale Sache und schön. Auch so ein kleines Kunststoffteil macht dann auch wieder so einen Unterschied. Es ist jetzt nicht viel, aber es ist gleich irgendwo verstaut und es hat alles seinen Platz. Finde ich genial. Ja, haben wir uns genauso gedacht. Wir wollen natürlich helfen, dass der Anwender, derjenige, der das Gerät nutzt, eine einfache Verstauung der Köpfe hat und auch eine einfache Loslösung dieser Köpfe. Genau wie auf dem Gerät an sich, ja, schnell und einfach praktisch zu verstauen und festzumachen. Und jetzt liegt es an euch. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was sollen wir mit dem Gerät mal testen? Ja? Und auch, wie ist eure Meinung? Denn ich muss sagen, und das habe ich vorhin aus stolzer Überzeugung gesagt, ich habe das Gefühl, dass das momentan das beste Gerät auf dem Markt ist, weil so gut kann das, glaube ich, sonst keiner.